Ich habe wirklich ein paar richtig leckere Plätzchen gebacken und zwar mit einem Grundteig habt ihr 4 verschiedene Sorten an Plätzchen. Also die schmecken richtig gut und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Film. Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute wollte ich ein paar Plätzchen backen. Und zwar mache ich einen Grundteig und 4 verschiedene Sorten an Plätzchen. Das sind einmal Nougatplätzchen, dann Pistazienstreifen, dann Schwarz-Weiß-Gebäck und als letztes Kokossterne. Was mir natürlich vorhin passiert ist, bei dem Grundteig hat meine Kamera nicht gefilmt. Und deswegen mache ich das jetzt nochmal, das heißt zum zweiten Mal. Ja, hier habe ich die Zutaten und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Als erstes gebe ich den Zucker in den Mixer rein. Und zwar habe ich einmal hier 75 Gramm weißen Zucker und 75 Gramm braunen Zucker. Und 250 Gramm gewürfelte und weiche Butter. Das lasse ich jetzt für 1 Minute auf Stufe 6. Jetzt einmal nach unten schieben. Und da wir den Durchgang zweimal machen, müsst ihr 3 Eier aufschlagen und davon 75 Gramm nehmen und gebt das dann auch in den Mixer rein und 1 Teelöffel Vanillezucker. Das geht jetzt für 2 Minuten auf Stufe 4. 2 Minuten ist zu lang, 1 Minute reicht vollkommen. Und so sieht das jetzt aus. Wie gesagt, 500 Gramm Mehl. Eine Prise Salz. Und das lassen wir jetzt 20 Sekunden auf Stufe 4. Mit dem Spatel kann man da sich ein bisschen mit behelfen. Wenn das nicht reichen sollte, dann einfach nochmal das Ganze nochmal für 10 oder 15 Sekunden durchlaufen lassen. So, und weiter geht's. So, und wir können uns ganz gut mit unserer Backunterlage behelfen. Und das einmal dann so ein bisschen durchkneten. Und teilen das jetzt einmal durch. Das war jetzt schon bei mir der zweite Durchgang. So, das müsste knapp die Hälfte sein. Davon nehme ich jetzt ein Viertel und gebe das hier nochmal in den Mixer rein. Dazu kommt noch 100 Gramm Marzipan. Dann kommen da 3 Esslöffel Rum rein. Ich gebe mal 15 Sekunden ein auf Stufe 5. Müsste reichen. Den Teig habe ich gerade rausgeholt und nochmal geteilt. Und das mache ich jetzt wirklich hier. Da werde ich jetzt den Thermomix nicht dreckig machen, weil ich ja noch 3 verschiedene andere Sorten an Gebäck machen möchte. Und zwar kommt hier 1 Esslöffel Backkakao mit rein. So, ich hatte jetzt wirklich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich das Schwarz-Weiß-Gebäck wirklich zum Schluss mache.
weil ich ja alles mit Kakao habe, ja. Aber ihr macht es wirklich zum Schluss. Nehmt den letzten Teig, der übrig bleibt, und macht dann das Schwarz-Weiß-Gebäck. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal weiter. Und zwar kommen nochmal Grundteig in den Mixtopf rein. Also 100 Gramm Mandeln. Und dann nehme ich hier so eine Handvoll Pistazien mit rein. Und Bittermandel Geschmack. So, ich denke, das lassen wir auch für 15 Sekunden. Müsste ausreichen. Auf Stufe 5. Und das kneten wir nochmal so zusammen und lassen das auch wieder im Kühlschrank einmal für circa eine Stunde. Unser vorletzter Teig nochmal in Stücken rein und geben jetzt 2 Eigelb mit rein. Dazu gebe ich dann noch eine Messerspitze Backpulver dazu. So, das geht nochmal für 15 Sekunden auf Stufe 5. Für die Nougatplätzchen gebe ich den Teig auch wieder in den Mixtopf rein. Bröckel das so ein bisschen ab. 1 Teelöffel Backpulver und 2 Esslöffel Milch. Das Ganze lasse ich auch noch mal 10 Sekunden auf Stufe 5. Ja, so ist das. Und das hole ich dann jetzt auch mal raus und stelle das dann. Ist auch alles super gut rausgegangen. Nur das bisschen hier, das kriegen wir auch noch raus. Für das Schwarz-Weiß-Gebäck forme ich das jetzt einmal hier zu einer Rolle und schneide mir da immer so stückchenweise ab. Ja, die ersten hatte ich vorhin schon zu groß gemacht. Rollen das zu einer Schlange. Circa 15 cm. Und rollen das jetzt noch mal so, einfach so. Und schon haben wir ein tolles Schwarz-Weiß-Gebäck. Ja, so sieht das jetzt aus und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für circa 15 Minuten. Kommen wir nun zu den Nougatplätzchen. Ich habe den Teig geteilt. Für mich ist es einfacher, wenn ich das teile und jetzt einfach runde Plätzchen ausstechen und so einfach auf ein Backblech geben. Die Plätzchen sind jetzt schon fertig. Ich habe sie 2-3 Minuten länger gelassen und so sehen die aus. Und dann kommen jetzt unsere Nougatplätzchen rein, circa 8 bis 10 Minuten. Weiter geht's mit unseren Pistazienstreifen. Da einmal auf der Arbeitsfläche gut ausrollen zu einem Rechteck. So ungefähr 2 cm Streifen. Und so kommt das dann auf das Backblech. Circa für 10 Minuten bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen. Für unsere orangen Kokossterne bereiten wir nochmal was vor. Und zwar braucht ihr kandierte Orangen. Ich habe hier Stückchen, die gebe ich rein. Ich meine, das sind aber bei mir jetzt 120 Gramm ungefähr. Dann 120, 130 Gramm Kokosflöckchen, etwas Zitrone, 3 bis 4 Esslöffel Rosenwasser,
7 Sekunden auf Stufe 4 oder 5. Ich schau mal. Das ist jetzt unser letzter Teig. Den rolle ich jetzt auch nochmal aus. Und da kommen dann jeweils diese Flocken auf die Kokossterne drauf. So, jetzt einmal ausstechen und so auf das Backblech geben. So, wenn das zu trocken sein sollte, einfach nochmal etwas Zitrone reingeben und nochmal von dem Rosenwasser, und dann kann man das ganz gut mit dem mit einem Teelöffel drauf machen. Die hatte ich gerade aus dem Ofen geholt. Bei den Nuss-Nougat-Talern oder Nuss-Nougat-Plätzchen kommt jetzt natürlich die Schoko drauf. Und zwar einfach mit dem Löffel einmal die Schokolade hier drauf geben und so ein bisschen dann andrücken. Als nächstes sind unsere Pistazienstreifen dran, und zwar einmal etwas Blockschokolade schmelzen, und damit bestreichen wir dann jetzt einmal die Plätzchen. Geben dann ein paar Pistazien oben drauf und stellen das dann zum Trocknen. So lassen wir die Schokolade fest werden. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch schmecken die Plätzchen genauso wie die uns schmecken, und wünsche euch viel Spaß beim Backen und noch eine schöne Adventszeit.